So, Leute, 7. September, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir dreschen Färberdisteln. Und die sehen dieses Jahr auch deutlich reifer aus als letztes Jahr, muss man sagen. Im Korntank sieht es schon ganz gut aus. Bisschen langsamer fahre ich noch, ein bisschen zögerlicher. 2 Wochen jetzt hier nicht mehr gedroschen, schon ist man wieder raus. Und ja, ertraglich. Weiß ich nicht, ob das hinhaut, eine halbe Tonne auf dem Hektar. Wäre schon wenig. Letztes Jahr bin ich der Meinung, habe ich 2 Tonnen auf dem Hektar geerntet. Also es stehen einfach eigentlich besser als letztes Jahr sogar. Sind ja große, kräftige Pflanzen, aber teilweise auch ein bisschen dünn. Ein bisschen Haspel hier höher machen, bevor die Haspelpolizei kommt. Nebenan der Öllein, der jetzt richtig gut abreift. Ich wollte das eigentlich Wochenende aufs Schwatt legen lassen, aber wenn ich das jetzt so sehe, denke ich auch, Mensch, das würde doch auch vielleicht so ganz gut gehen, wenn ich das einfach wenn ich das einfach Ende nächster Woche so dresche. Mein gut, ein paar Grüne sind noch dabei, die hat man dann natürlich nicht, wenn man das schön aufs Schwatt legen lässt. Aber ich weiß natürlich auch nicht, wie gut sich das mit normalen Schneidwerk dreschen lässt nächste Woche. Naja gut, dreschen wir erstmal hier. Also ich habe tatsächlich auch eine Sorte, die wurde in Mecklenburg-Vorpommern gezüchtet. Extra für unseren Standort, damit die ein bisschen früher reif wird. Und das ist auch etwas, was man tatsächlich hier sieht. Ja, die wird früh reif, also Anfang September. Ich bin der Meinung, wir haben es letztes Jahr um den 20. September gedroschen. Das ist natürlich ein großer Unterschied zum letzten Jahr. Was man aber auch sieht, sobald man dagegen diese Köpfe kommt, ich sehe diese weißen Körner springen. Deswegen fahre ich da wirklich auch nur mit wenig Haspeleinsatz hier. Ganz wenig in der Geschwindigkeit im Vorlauf. Was man auch sieht, dass das relativ gut Leistung verschlingt. Ja, die paar Pflanzen, die hier sind, aber die sind trotzdem sehr hart. Ja, ich habe jetzt auch einen Nachbarbetrieb bewegen können und er darf da bei ihm in seiner Containertrocknung das reinfüllen. Und dann würden wir es da morgen wieder rausholen. Oh, ich rufe jemand an. So, gucken wir uns das Ganze mal im Korntank an. So sieht das Ganze aus, so ziemlich wie letztes Jahr. Vielleicht sind die Körner ein bisschen kleiner. Ja, fassen sich auf jeden Fall schon gut trocken an. Detlef bringt gleich den Probekoffer mit, den habe ich vergessen. Ich habe gedacht, ich hätte den noch in der Kabine. Spoiler, hatte ich nicht. So, dann machen wir euch mal ein bisschen nach vorne, dann könnt ihr mir ein bisschen zugucken. So, fahren wir weiter hier. Also wir haben wirklich schönes Wetter. Wir haben draußen 30 Grad und Wind im September. Ja gut, ist nicht so selten auf unserem Standort, aber man hätte ja quasi jetzt auch immer noch ganz entspannt Getreide dreschen können, wenn die Qualitäten da gewesen wären. Und ja, letztendlich, wir sind aber gut fertig geworden. Nichtsdestotrotz muss man ehrlich sagen, war das eine gute, solide Ernte, durchschnittlich muss man mal sagen. Aber durchschnittlich ist immer noch besser als das, was wir 18 und 19 erlebt haben. So, also die platzen sehr schnell auf. Die sind in Mecklenburg-Vorpommern, tatsächlich ist diese Sorte gezüchtet worden. Tatsächlich ein bisschen was für Heimisches mit kälteren Temperaturen. Und ja, hier vor uns seht ihr den Hanf. Das ist ja dann quasi der als nächstes kommen wird. Oder nein, den Öllein haben wir ja auch noch. Und wir waren stehen geblieben, glaube ich, bei der Trocknung, dass ich jetzt Nachbarbetrieb ein bisschen bezirzt habe, dass wir das über die Containertrocknung machen, wo immer Holz drin ist. Und ja, für so Kleinstmengen ist das natürlich ideal. Und das öffnet mir wieder völlig neue Möglichkeiten. Hat sich doch gelohnt, Detlef auszuleihen als Mähdrescherfahrer. Aber man muss sagen, ich will nicht jammern, durch die Erkältung, ich höre relativ wenig. Leider Gottes. Es schlägt mir so aufs Ohr dieses Mal aktuell. Schon ewig nicht mehr krank gewesen. Es hat mich voll erwischt. Aber es geht. Hier für ein paar Hektar wollen wir nicht jammern. Die kriegen wir ohne Probleme runter. Und dann ist heute Nachmittag wieder Poolparty in MV mit Anton. Aktuell, ja, Stand der Dinge. Wir haben den 7. September. Wir haben die Zwischenfrucht gedrillt. Ich nicht. Detlef hat die Zwischenfrucht gedrillt. Kann ich euch im Anschluss nochmal einblenden. Habe ich mit dem Handy ein bisschen was gefilmt. Die U-Drill macht da wirklich echt einen guten Job, muss man ehrlich sagen, auch wenn da Material an der Oberfläche bleibt. Also für eine normale Drillmaschine, die so ein bisschen modifiziert ist, ist das echt gut, was die da macht. Sicherlich bei Weitem keine Direktsaat-Drillmaschine, das soll sie auch nicht sein, nicht vergleichbar.
Aber schon ein geiler Kompromiss so für das, ne? So, was man natürlich jetzt hier sieht an dem Bestand, hier kommt sehr, sehr viel Licht durch. Sehr kleine Pflanzen. Also ich wollte ja nächstes Jahr mal die Färberdistel in Einzelkorn probieren. Habe ich ja letztes Jahr schon gemacht, gefiel mir eigentlich ganz gut und habe dann dieses Jahr auch ein bisschen durch den Zeitstress mit den ganzen Feuchtigkeitstriptel, habe ich dann gesagt, komm, jetzt drillen wir hier alles hintereinander weg und dann ist gut. Oh, hier sind 2 Tonnen auf dem Hektar, hier geht's wieder, ja. Ist auch schwierig, dann nach Gehör irgendwie zu fahren, wenn man irgendwie fast nichts hört. Also wenn man nur so ein dumpfes Geräusch hört. Das ist natürlich wirklich sehr schwierig. Hier aktuell der Hanf. Kann ich auch ein bisschen, aber ich glaube, ihr müsstet den sehen im Weitwinkel. Der Hanf auch jetzt schön am Abreifen, aber auch noch doch viele grüne Körner. Klar, einige sind schon reif, aber noch viele grüne. Ich glaube, Ende nächster Woche sieht die Welt da schon ganz anders aus. Und dahinter die Sonnenblumen kann ich euch jetzt sagen, die von LG sieht man deutlich, die haben eine Woche früher geblüht. Also es ist eine extrem frühe Sorte und die sind jetzt schon gut am Abreifen. Die von Mars Seeds sind außen rum. Haben noch deutlich mehr grüne Blattmasse. Da machen wir jetzt die nächsten Tage auch noch eine AKF. Ich habe viel aufzuholen. Muss euch da die Sonnenblumen zeigen, den Raps zeigen jetzt, der in Direktsaat ist. Den Mais zeigen, wie weit der Kolben ist. Der spritzt aktuell noch. Ja, also der ist bei weitem noch gar nicht richtig reif. 2,2 Tonnen hier auf dem Hektar. Färberdistel ist nicht das gefragteste Öl, muss man ehrlich sagen. Das ist wirklich Geschmackssache. Der hat so eine leicht bittere Note. Und die es mögen, lieben es tatsächlich. Also es gibt da anscheinend nichts dazwischen. Also entweder liebt man es oder man mag es nicht so. Aber es ist nicht so, dass es nicht gekauft wird. Ja? Also es wird gut gekauft. Aber es ist bei weitem nicht ansatzweise vergleichbar mit der Beliebtheit wie zum Beispiel das Leindotteröl. Ich habe das schon mal gesagt, viele nutzen das tatsächlich auch als so kleiner Kosmetik-Geheimtipp und reiben sich damit ein. Sehr viel Linolsäure enthalten. Ich glaube, das waren 70 oder 80% Linolsäure. Deswegen ist es auch so ein bisschen ja, in den Kosmetikern verarbeitet oder wird in den Kosmetikern verarbeitet. Ja, vielleicht ist es noch ein bisschen aufkommend, dass man da eine Vermarktung aufbauen könnte, wäre natürlich nicht schlecht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mit mehr Intensität die Sonderkulturen zu machen. Also vielleicht auch nochmal eine kleine Mineraldüngergabe, Mineralstickstoffgabe jetzt nach dem Frühjahr oder nach dem Aufkeimen zu fahren, so 20, 30 Kilogramm, damit man die Pflanzen da wirklich früh unterstützt, weil die Gärreste brauchen ja doch ein bisschen, bis sie sozusagen wirken. Da, wo der Hanf ein bisschen Wasser kriegt, Junge, sind da Bollerbesen da dran. Ey. So, drehen wir mal wieder zurück. Ja, meine Jungs müssten eigentlich auch kommen. Die haben vorhin noch den Überladewagen angebaut. Wir haben ja die Woche Gärreste ein bisschen gefahren. Und die müssten dann gleich hier sein. Dann haben wir noch ein bisschen Zwischenfrucht zu Ende zu drillen, aber wirklich nicht viel. Also ich habe überschlagen wie 14 Hektar oder so, die müssen wir noch zu Ende machen. Und dann geht die U-Drill auch weg. Die ist dann durch. Und dann geht es ja nächste Woche schon aktuell bald los mit dem Winterweizenaussaat in Direktsaat. Da ist geplant eigentlich eine Sly Boss. Also ich verlasse mich schon drauf, ja, wenn wir das abgesprochen haben mit Datum und alles, dann denke ich, wird das wohl kommen. Eine Sky habe ich angefragt über Instagram, weil viele doch geschrieben haben, Sky, probier mal unbedingt Sky. Habe ich jetzt angefragt. Also die Instagram verwalten, waren halt englischsprachig, die waren Feuer und Flamme und haben gesagt, da wird sich in Kürze auch einer bei dir melden, aber das ist jetzt 6 Wochen her und ich sage euch ganz ehrlich, es hat sich niemand gemeldet. Dann eine Weaving war angedacht, auch im Frühjahr schon telefoniert. Der Herr, der war auch ganz hin und weg und meinte ganz klar, machen wir im Sommer was und in der Zwischenfrucht, in der Herbstaufsaat gar kein Problem. Und als ich dem dann nochmal zur Feinabstimmung konsultiert hatte, wurde ich ziemlich unfreundlich abserviert, muss man ehrlich sagen. Also ich sollte dann komplett alle Kosten tragen, Anlieferungen, Ablieferungen, ja,
mit dem Satz, es sind so viele Trittbrettfahrer unterwegs und was nicht alles. Also Leute, eins könnt ihr gewillt sein, die neue Maschine, die ich kaufen werde, wird keine Weaving und ich werde auch keine Weaving in den Videos vorstellen. Zumindest nicht mehr, solange dieser Vertreter da ist. Genau, also Grüße gehen raus an Weaving-Vertreter. Und ansonsten haben wir ja ziemlich vieles dann durch, ne? In Sachen Direktsaat und, glaube ich, interessante Maschinen, die ich euch dann zeigen konnte. Oh, jetzt sind wir bei 1,9 Tonnen, 2 Tonnen auf dem Hektar. Da oben ist das Svenny, das ist gerade angekommen. Gut, ich hole euch gleich beim Abbunkern dazu. So, ich habe mir bei den Sonderkulturen angewöhnt, lieber ein bisschen früher und eher das alles rauszulassen. Also beim Hanf habe ich gerade mal jede Tonne abgebunkert. Hanf ist dann doch sehr grünes Material. Ich möchte einfach nicht, dass sich da drinnen Brücken bilden und man da irgendwie noch das nachlösen muss und lockern muss. So, wie gesagt, ja, jetzt kommt natürlich ein bisschen Stängel oben drauf, ganz klar. Aber ich habe ja gesagt, wir reinigen das lieber hinterher nochmal nach. Wir reinigen das ja so oder so und dann können wir ja lieber ein bisschen verlustärmer dreschen und da ein paar Stängel mit in Kauf nehmen. Also das Ganze sieht ein bisschen aus wie eine weiße Sonnenblume. So, da oben ist jetzt Anton, der wird jetzt gebracht. Was natürlich ist, ich habe ab nachher habe ich Anton-Betreuung und Poolparty in MV ist ja am Start. Ich habe Anton versprochen, die letzten warmen Tage machen wir jeden Tag beide eine Poolparty mit lauter Musik und so. Das müssen wir auch machen. Deswegen gibt es leider keine Aufnahmen vom Trocknen, also vom Container, aber ich werde morgen früh da mitfahren beim Aufladen. Na, morgen habe ich eigentlich auch keine Zeit. Ich versuche das, Leute. Da ich euch da Aufnahmen besorgt, wie wir das da morgen aus dem Container holen. Und dann sehen wir uns auch ja, morgen früh wieder. So Leute, bis dann erstmal. So, wir haben jetzt hier den nächsten Tag und wir drillen jetzt den Rest der Zwischenfrucht. Ja, hier waren wir jetzt letzte Woche, glaube ich, noch nicht. Hier kommt schon mal ein bisschen was raus. Wir müssen gleich mal gucken. Eventuell hat er hier noch jetzt 2 Bahnen überlappt. Wir müssen leider Gottes von da bis da zum Windrad hier die Fläche abgeben, 16 Hektar. Und den Rest, also ich habe deswegen das jetzt hier noch ein bisschen ausgelassen, weil ich mich die Tage erst mit dem Landwirt zusammengesetzt habe. Und wir haben ja jetzt geguckt, wie wir das am besten tauschen, dass das für uns beide möglichst viereckig bleibt und einfach zu bearbeiten. Ja, wir fahren heute mit dem 6R. Der 39 ist unterwegs, der ist ja wegen der Färberdistel jetzt unterwegs und die Erbsen haben wir uns reinigen lassen. Genau, ich bin gleich wieder da. So, also was ich euch zeigen wollte, jetzt hier, na gut, hier hat er jetzt ein bisschen später eingesetzt, aber auf jeden Fall, der Boden ist hier noch gut feucht. Wir haben auch, war ja hier jetzt nicht, aber ich habe hier ums Wasserloch gehäckselt gehabt, das Stroh. Und hier ist auch guter Boden, wie man sieht, das ist richtig dunkel, ne? Also hier ist Hochertragszone, wie ich da immer so gerne dazu sage. Und der Feldaufgang funktioniert wirklich gut mit der U-Drill und diesen Scharen. Wir gehen mal ein bisschen weiter, wo wir hier vielleicht letzte Woche gedrillt haben. Ich weiß nicht, ob das letzte Woche oder heute Morgen war. Ja, es kommt hier raus. Also ich denke nicht, dass das Ausfallraps ist. Also hier sieht man das jetzt, wie das hier rauskommt. Ja, hier kommt die Lupine. Und das geht jetzt richtig steil eigentlich auch. Wir haben ja noch mal warmes Wetter die nächsten Tage. Ich glaube, das wird gut. Ja, und hier unten ist natürlich relativ dunkler Boden, der hält die Feuchtigkeit gut. Jetzt ist es aber hier schon wieder ein paar Tage auch wirklich gut trocken, muss man ehrlich sagen, sodass der Boden auch wieder schnell austrocknet. Es ist ja so typisch bei uns, unsere Böden halten nicht lange Wasser. Und ja, wenn es dann trocken wird, sind sie auch sehr schnell trocken. Man sieht das jetzt auch dem Mais an. Da drüben ist der Mais, da können wir ja mal rüberfahren und gucken uns das mal fix an, wie der inzwischen aussieht. Also da kann man jetzt auch die Tage wirklich zugucken, wie der richtig rasant jetzt an Feuchtigkeit verliert. Aber nichtsdestotrotz wird das noch einen kleinen Moment dauern. Svenny hat ja jetzt die Reifen drauf. Und wir waren die Woche auch ein bisschen schon unterwegs im Transport. Und ich kann euch sagen, die sind krass leise. Also wenn der an der Straße vorbeifährt, dann hörst du fast nur die Anhänger. So krass ist das.
Und jetzt auf dem Acker, gut, das ist jetzt hier, zieht sich ja natürlich ultra leicht. Man müsste jetzt mal gucken, wie viel der hier auf dem Hektar verbraucht. Aber beim Fendt waren es auch nur 3,8 Liter auf dem Hektar, glaube ich. Gut, jetzt fahren wir hier mal schnell quer rüber, nützt ja nicht. Ist ja auch trocken der Acker, sodass wir jetzt hier auch keine Spuren hinterlassen. Also sonst fahre ich eigentlich nie mit dem Auto. Aber ich wollte jetzt hier gerade an der Ecke noch einmal gucken, ob das hier auch hinhaut mit den Vermessungen und mit den Maßen. So, und wir sehen jetzt eigentlich das, was ich jetzt wochenlang schon immer in den Videos gesagt habe. Wir haben zwar ständig Regen, aber es kommt nicht die Masse. Und das ist auch das, was man dem Mais jetzt hier ansieht. Jetzt ist das hier 5 Tage trocken und schon wellt der wieder die Blätter. Weil wir einfach keine großen Mengen gehabt haben. Also wir haben im August 40 mm gehabt. Aber diese 40 mm haben sich ja fast täglich verteilt, sage ich mal. Sodass man den Anschein hatte, ja, es regnet ständig, weil wir können ja nicht dreschen. Aber es war, wie gesagt, es war einfach nicht die Menge. So, wenn wir jetzt das hier mal reingucken. Oh, der hat richtig Gas gegeben diese Woche. Sieht ja schon mal relativ günstig aus, relativ gut aus. Auch schön Kolbenansatz da. Und wenn wir jetzt hier mal reingucken, dann darf da eigentlich nichts mehr spritzen. Oh, der ist gut fest schon, der Kolben. Gestern eine andere Sorte. Ah ja, aber da kommt noch Flüssigkeit raus, wenn wir da drücken. Aber nicht mehr viel. Also es kann bald was gehen. Aber so sieht es ja nicht überall aus. Das ist jetzt hier an der Kante, wo es ein bisschen trockener ist. Wenn wir uns den ganzen anderen Mais angucken, der sieht natürlich deutlich besser aus und ist grüner und ja. Aber solange der hier noch stärker einlagert, ich weiß noch nicht, ich glaube am Vorgewende haben wir hier auch alle Sorten mal ein bisschen gemischt. Ich müsste noch mal gucken, welche Sorte hier am Vorgewende ist. Aber das sieht schon sehr früh für unseren Standort aus hier. Da kommt noch die Milch raus.